Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Kanal, Live-Video auf diesem Kanal. Und aus gegebenem Anlass dachte ich mir, verweise ich mal kurz darauf, wo man denn im Jahr 2026 eigentlich überall Flive spielen kann. Einfach so, man weiß ja nicht, wer es braucht. Wir haben verschiedene Versionen von Flive tatsächlich. Flive ist auch tatsächlich ein richtiges Franchise, also eine IP, die in verschiedene Kategorien aufgegliedert wurde. Also zwar alles Videospiele, aber verschiedene Spiele, die teilweise etwas miteinander zu tun haben, teilweise auch überhaupt nicht etwas miteinander zu tun haben oder auch hatten. Es gibt auch Spiele, die es nicht mehr gibt mittlerweile. Und ich zeige euch heute die 3 gängigen Formen, wo und wie man Flive spielt. Die erste seht ihr schon on screen, hat auch die schönste Landingpage. Einfach flive.com ist seit Universe released wurde die Flive Universe Landingpage. Die wird ist zwar einfach nur eine Umleitung auf universe.flive.com, aber ganz simpel flive.com, dann kommt ihr zu Flive Universe. Und das Faszinierende bei Flive Universe ist, oder das Prägende ist, dass man eben keinen Download braucht. Man kann direkt im Browser spielen. Man muss sich theoretisch nicht mal einen Account erstellen, man sollte sich aber einen erstellen. Also man kann mit einem Gastaccount spielen, das ist aber wirklich nicht empfehlenswert. Aber das ist das einzige Hindernis, schnell einen Account erstellen, man kann direkt loslegen, kein Download. Und das Beste daran ist halt, dass man es auch dann auf dem Tablet spielen kann, auf jedem Endgerät, das einen Browser zur Verfügung hat, also auch dem Handy zum Beispiel. Gibt hier und da wahrscheinlich schon Beschränkungen, also ich glaube auf der Playstation im Browser eher nicht, aber grundsätzlich theoretisch auf allen Endgeräten mit einem Browser. Und außerdem ist es die Flive-Version, die aktuell am aktivsten gespielt wird, am aktivsten oder ja, besten betreut wird von Gala, sagen wir es mal so, hat das größte Dev-Team bei Gala. Entsprechend ist es halt auch das Hauptprojekt, wo die meiste Werbung gemacht wird und ja, die meisten besonderen Events stattfinden, wie zum Beispiel die alljährliche Flive-Weltmeisterschaft, FWC, der FEC-Server, und der findet auch dieses Jahr wieder statt. Wir wissen zwar noch nicht genau wann, aber dürfte nicht mehr allzu lange dauern, bis das bekannt wird. Und ja, wird wahrscheinlich wieder eine ziemlich große Sache werden. Als nächstes haben wir Flive PC. Flive PC, ja, nicht mehr ganz das, was es mal war, wurde, wie gerade schon erwähnt, so ein bisschen von Flive Universe abgelöst. Es ist aber immer noch das OG-Game mit allen OG-Updates, Waffen, Dungeons und so weiter, wie man sie kennt. Flive Universe hat ja doch einiges verändert, auch wenn die Basis das gleiche Spiel ist, sind alle Erweiterungen, die auf die Basis gefolgt sind, doch schon von vielen Veränderungen geprägt. Größtenteils zwar relativ oberflächliche Veränderungen, aber es sind trotzdem Veränderungen und entsprechend haben wir hier halt das OG-Game und die Website dazu ist de-flive.playtobit.com. Oder einfach de-flive bei Google eingeben, es ist literally das erste Ergebnis. Genau. Und ja, da muss man natürlich noch klassisch downloaden. Das zeigt auch der große rote Download-Button oben. Und da hat man halt die ganzen Oldschool-Elemente, sag ich mal, die guten und die schlechten. Und eine kleine, aber feine Herz-Community, die dem Game immer noch treu ist. Finde ich es auch richtig cool, dass es doch immer noch viele Leute gibt, die sich an Flive PC begeistern und einfach mega nice, dass das Game überhaupt noch online ist. Finde ich richtig cool, dass Gala da, ja, man kann über Gala sagen, was man will, aber in der Hinsicht ist es wirklich nice, dass die nicht einfach den Stecker ziehen, wenn es mal nicht mehr so gut läuft. Also das muss man ihnen zumindest zugute halten, auch bei vielen fragwürdigen Entscheidungen, dass sie nicht sagen, oh Mann, einen Monat lief es jetzt echt nicht so gut und sofort wird der Stecker gezogen, so wie das wirklich sehr viele andere Spiele machen. Hier wird zumindest noch etwas dran festgehalten und ich finde, das ist einfach nice, weil Flive ist so alt, released wurde es im August 2004 und das ist das Spiel, das 2004 released wurde. Das kann man heute noch spielen, fast 22 Jahre später, und das ist, finde ich, schon der absolute Wahnsinn. Last but not least haben wir Flive Legacy. Flive Legacy ist das Anime-MMORPG fürs Handy. Also es basiert zwar auf Flive, es ist aber wirklich ganz anders. Ja, es hat eigentlich mit dem klassischen Flive wenig zu tun. Es hat zwar all die klassischen Elemente, wie zum Beispiel grundsätzlich die Klassen,
die Waffen, die NPCs, die Bezeichnungen und so weiter. Aber schon bei den Skills weicht es stark davon ab. Also Monster, NPCs und so weiter sind zwar gleich, aber Skills zum Beispiel sind anders. Die Grundklassen sind gleich, aber dann auch da wird es ein bisschen aufgespalten, beziehungsweise ein bisschen anders gehandhabt als bei FlivePC. Und ja, im Endeffekt sollte es einfach jeder mal probieren. Also ich fand grundsätzlich ist es nicht schlecht. Es hat halt leider das Problem, dass es auf dem Handy bei mir zum Beispiel einfach aufgehört hat zu funktionieren. Und die das irgendwie einfach nicht hinbekommen haben. Auch die schlechten Rezessionen, also auf Apple, im App Store ist es tatsächlich deutlich besser bewertet, was mich zur Vermutung führt, dass es auf Apple-Handys deutlich besser läuft, beziehungsweise auf iPhones deutlich besser läuft als auf Android-Phones. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es mittlerweile aber auch so, dass man es auch am PC spielen kann. Und das habe ich tatsächlich ausprobiert und das funktioniert auch. Das heißt, auch dieses Spiel kann man jetzt über Google Play, gibt es jetzt einfach als Windows-PC-Version und kann man hier als Port sozusagen spielen, direkt auf die Mobile-Server. Und das heißt, bei den Leuten, bei denen es am Handy theoretisch nicht mehr geht, die können ja so theoretisch auch immer noch spielen. Genau, und ja, man sieht hier über 1 Million Downloads. Ich finde diese Download-Zahlen immer ein bisschen fragwürdig, aber man kann auf jeden Fall sagen, das Game ist ziemlich groß, wenn man bedenkt, dass es viele Leute nicht so wirklich auf dem Schirm haben. Also sie haben relativ hohe Einnahmen bei dem Spiel und es ist auch schon seit fast 9 Jahren ist es jetzt online, also nächstes Jahr wäre 10-jähriges Jubiläum. Also ist auch schon sehr lange am Start und haben auch schon sehr, sehr viele Leute zumindest mal ausprobiert und hat auch ähnlich wie FlivePC so eine eingeschweißte Core-Community, aber ich denke, es kommen auch immer wieder neue Spieler dazu. Und aktuell planen sie auch einen globalen Server einzuführen, bei dem wohl dann vermeintlich alle auf einem Server spielen. Also ein richtig großer globaler Server. Wie genau das funktioniert und umgesetzt wird, das ist, glaube ich, noch nicht so ganz klar, aber wird sicherlich bald bekannt gegeben und ist eigentlich auch eher ein positives Zeichen, dass auch an diesem Spiel auch festgehalten wird. Einzige, was man hier wirklich sagen muss, auch anders als bei FlivePC, mit neuem Content sieht es eher schlecht aus. Das letzte Content-Update ist sehr lange her. FlivePC zum Beispiel kriegt fast noch jährlich Updates zumindest. Sind zwar auch klein, aber fein, aber besser als nichts. Und hier bei Flive Legacy kommt tatsächlich nur Events und eigentlich kein wirklich neuer Content. Momentan zumindest. Hoffentlich wird sich das auch wieder bald ändern. Und genau. Und dann gibt es noch einen kleinen Ausblick auf ein Game, das bisher nur in China existiert. Und zwar gibt es ein neues Flive-Game, das heißt Flive Reunite oder Reunion. Der englische Name ist noch nicht so ganz klar. Das aber auch geplant wird, tatsächlich released zu werden. Wann das jemals geschieht, weiß man noch nicht, aber auf der Seite, also ich bin jetzt auf der chinesischen Homepage quasi, sieht man, es handelt auch hier sich um ein Mobile-Game und hier ist es aber mehr in einem chinesischen Stil gehalten. Und das heißt, auch hier sind viele Elemente, ähnlich wie bei Flive Legacy, vorhanden, die wenig bis nichts mit dem originalen Spiel zu tun haben, aber zumindest die gleichen Assets benutzen. Also hier sieht man La Wolf mit verschiedenen Sternen, Nyang-Yangs, Pfefferns und so weiter, Akrobaten, Marshpanks, und hier sieht man, die Grundlage ist eher wie FlivePC, also anders als Flive Legacy, die wirklich sehr viel, auch die Grafik und so weiter verändert haben, ist hier tatsächlich die Grafik wirklich von FlivePC übernommen worden und ja, orientiert sich mehr daran. Also es sieht fast für mich aus wie eigentlich ein FlivePC, das man auf dem Handy spielen kann, also auch etwas anderes als Flive Universe theoretisch, mit neuen Elementen, also nochmal was komplett anderes. Also wie eine Mischung aus Flive Legacy und Flive Universe vielleicht, könnte man sagen. Keine Ahnung. Genau, aber das Spiel gibt es leider aktuell noch nicht. Das ist mehr der Ausblick, was noch kommen wird. Und daran erkennt man einfach, Flive ist wirklich ziemlich groß. Ja, vor allem in Asien tatsächlich, vor allem in China auch. In China gibt es, glaube ich, aktuell 3 verschiedene Flive-Versionen. Bald sogar 4, weil Universe, also Flive Universe, soll bald auch noch in China released werden. Das heißt, in China gibt es dann das chinesische Flive, das FlivePC in Chinesisch, Flive Reunite, das Mobile Game, das neue, und Flive Universe. Also allein China hat 4 verschiedene Flive-Versionen. Also ist actually ziemlich groß, wissen viele nicht, wollen es nicht wahrhaben, aber es ist so. Und damit sage ich, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Flive-Video wiedersehen oder gerne auch im Livestream. Twitch-Links in der Videobeschreibung. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao, ciao.